So, jetzt zeige ich euch mal, wie ich so ein Gleis rückmeldefähig mache. Und zwar würde ich gern diese Schiene dann dementsprechend rückmeldefähig machen. Das heißt, wir müssen erstmal diese Lasche loswerden. Das heißt, die biegen wir mal hier auf. Also das brauchen wir jetzt aber gar nicht. Da kann man einfach hier so die links und rechts mit dem Schraubendreher biege ich die auf. Und dann so, einmal weg, kann man nicht mehr gebrauchen. Und jetzt müssen wir auch noch genau diese Seite und auch diese Seite kurz mit dem Dremel leicht abschneiden, weil sonst würde ja durch den Schienenstoß dann selber dann wieder Strom leiten. Und das machen wir am besten, wie gesagt, kurz mit dem Dremel. So, jetzt haben wir nämlich einmal hier abgesägt und einmal hier. Und jetzt geht es darum, dass wir hier in der Mitte an diesen Kontaktlaschen kann man nämlich sehr gut löten, dass wir da nämlich den Lötpunkt setzen. Und wie gesagt, bei mir ist es alles noch ein bisschen rudimentär. Man ist ja noch im Aufbau. Deswegen mache ich mir das Gleis so ein bisschen, lege ich mir das jetzt hier so hin. Und habe mir auch mal hier ein Stück Kabel zurechtgeschnitten, weil das wird oben an der Bergstrecke wird der Rückmeldekontakt sein. Und da isoliere ich erstmal ein Stück ab. Verdrill das Ganze. Deswegen, das habe ich mir schon vorbereitet. Und dann löten wir mal eben das hier hin. Ich glaube, ich positioniere es noch mal ein bisschen besser, dass ihr es hier sehen könnt. Genau. Ich hoffe, das passt auch soweit. Machen wir das ein bisschen mehr in die Mitte, dass ihr da zuschauen könnt. Einmal. Dann verziehe ich noch eben kurz, wenn ich mir das jetzt so hinbiege, dass ihr es auch sehen könnt. Eben kurz den Draht. Und dann mache ich als nächstes, da brauche ich kurz die Zange, biege ich mir das hier so ein bisschen zurecht. Einfach in so einem kleinen Winkel. Das dürfte jetzt auch nicht mehr heiß sein. Und dann kann ich das nämlich dann da dran löten. Also ich tue es mal aus dem Sichtfeld raus, nehme trotzdem noch mal so ein bisschen Lötzinn. Nimm es hier so drauf. Und fertig ist es. Also mehr ist es gar nicht. Muss nur gucken, dass man das hier oben, ja,
das geht, glaube ich, das passt so gerade so, dass der Reinigungsfilz nicht irgendwo hängen bleibt. Und ja, das war eigentlich der ganze Zauber. Mehr ist es gar nicht. Hier rangelötet, beide Seiten abgeschnitten kurz. Und dann können wir nämlich das Kabel an den Rückmeldekontakt anschließen.